Gerade Mhm. wenn ich so etwas will, kann ich das nicht mit der Brechstange erreichen. Deswegen schrecken ja auch viele davor zurück, muss man fairerweise sagen. Dann macht man lieber das, was man hat. Sieht man ja auch gerade in unserer Regierung. Ne? Man bleibt lieber bei dem, was man kennt und was man hat, als dass man mal progressiv versucht, was zu verändern. Ja, Aber was da ganz wichtig ist, weil da kommen wir dann auch zu dem Punkt, ähm, ist, dass die Werte alleine ja auch erstmal nicht so viel bringen, sondern dass ich die Handlungsrichtlinien dafür brauche. Und hat kaum ein Unternehmen irgendwo festgelegt. Es wird so eine Wertebeschreibung gemacht, da meinen die Leute, das reicht. Aber sagen wir mal so, die Mafia hat auch Werte, tolle Werte, Familie, Ehre, Treue, aber verstehen vermutlich was anderes darunter als wir. ja, Und deswegen ist es so wichtig, dass sich ein Unternehmen fragt, wir haben jetzt die Unternehmenswerte bap, 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 und das sollten maximal 4 oder 5 sein und die sind uns wichtig, die wollen wir leben. Aber was bedeutet dieser Wert für uns? Weil wenn man sich die Wertebeschreibungen, nehmen wir mal die Klassiker Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, auf den Seiten der Unternehmen anguckt, die hören sich fast alle gleich an. Und das glaube ich nicht, dass die überall gleich sind. Weil Handlungsrichtlinien sind eigentlich das A und O. Das heißt, ich muss dann hingehen, und das macht man im Idealfall mit seinen Teams, und legt fest, was bedeutet dieser Wert Verantwortung für uns? Was bedeutet der Wert in dem Fall Teamgeist für uns? Was bedeutet der Themen, ne? So, was bedeutet das für uns? Und das kann ich aufschreiben anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis. Und ich dann glaube, habe ich, das muss man auch, weil ich habe jetzt die letzten Jahre nicht mehr so drauf geachtet wie du, weil bei dir ist das Daily Business. Aber wenn ich in Unternehmen reinkomme, sehe ich oft im Eingang diese ja, Werteplakate hängen. Und dann geht es mir auch manchmal kurz durch den Kopf, so nach dem Motto, schön, dass es hier hängt, aber wie wird es denn gelebt? Also ich will das jetzt gar nicht beurteilen, weil du hast das jetzt viel schöner formuliert, aber das ist, glaube ich, der Grund, warum es Handlungsrichtlinien braucht. nee, und das Tolle ist ja, dann kann ich das evaluieren. Dann habe ich quasi, habe ich ja eine KPI. Mhm. Ne? Ich kann ja anhand der Handlungsrichtlinien ganz klar sagen, also irgendwas passiert im Unternehmen, irgendein Mitarbeiter macht irgendwas und dann kann ich mit dem sprechen und sagen, pass mal auf, du hast dich jetzt so und so verhalten, wir haben uns aber hier committed, dass wir unseren Wert genauso leben wollen. Das steht hier. Erklär dich doch jetzt mal dazu. Und da geht es gar nicht um Schuldzuweisung, sondern kann man ganz klar sagen, dass dieses Verhalten passte nicht zu dem, wie lösen wir das jetzt? Und Mhm. dann ist das doch super. Dann kann man das anhand dessen ganz schnell klären, worum es da eigentlich geht. Und anhand dessen kann ich natürlich dann auch regelmäßige Befragungen machen. Äh, Kann ich mir ein kleines Online-Tool machen, wo man die Mitarbeitenden mal alle 4 oder 8 Wochen mal fragt, wie wird denn der Wert XY bei uns noch gelebt auf einer Skala von 1 bis 10, keine Ahnung. Und das kann man anhand der Handlungsrichtlinien festlegen. Das kann sich jeder selber fragen. Und Mhm. das funktioniert. Und das ist dann das Tolle. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, dann habe ich wirklich die Werte als kostenlose Führungskraft, weil das ja irgendwann selbstregulierend wird, ne? Ja, da schließt sich jetzt auch der Kreis zu deinem Beispiel von dem Herrn Lohmann, wo quasi der Vertriebsleiter quasi den Wert vermittelt bekommen hat. Du darfst innerhalb des Thema Fairness, darfst du bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nicht Zeitpunkt, bis zu Genau, einem gewissen Level kannst du mitgehen mit diesem Verhandler von der Gegenseite, aber ab Punkt X solltest du, oder hat er freiwillig dann gesagt, das ist nicht im Rahmen unserer Werte, fertig, Ende aus. ja. Also das ist ein wunderschöner Kreis, den wir hier aufgebaut haben.